Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video möchte ich euch heute meinen neuen YouTube-Kanal vorstellen, orchideenhobby.de. Ihr seht, hier wachsen sehr viele Orchideen, vor allem sind auch sehr viele am Blühen. Und deswegen denke ich mal, werdet ihr schon wissen, um was es hier hauptsächlich gehen wird. Es geht um das Thema Orchideen. Das heißt, wie dünge ich meine Orchideen, wie topfe ich meine Orchideen um, wie schneide ich meine Orchideen, wie kann ich meine Orchidee retten, wie kann ich meine Orchidee vermehren, welches Substrat ist für welche Orchidee am besten geeignet, welche Orchideengattungen und Arten gibt es. Ihr seht, hier stehen sehr viele verschiedene Orchideen und darum soll es in diesem YouTube-Projekt gehen. Ihr seht, auf meinem T-Shirt steht gartenschlau.com. Das ist mein Hauptkanal zum Thema Pflanzen- und Gartenthemen. Das heißt, dort gab es bisher auch Orchideenvideos. Kann natürlich sein, dass das eine oder andere Orchideen-Video von meinem alten Kanal einfach in den neuen Kanal übernommen wird. Aber in erster Linie möchte ich dieses Projekt komplett neu aufbauen mit den ganzen Themen und Fragen, die ihr jetzt hoffentlich schon unter dieses Video stellt. Daumen natürlich immer wieder gern gesehen und Abonnenten natürlich in erster Linie auch. Deswegen jetzt Kanal abonnieren, Fragen hier runterschreiben und jetzt erkläre ich euch, wie ich auf diese Idee gekommen bin und was bzw. wer hinter diesem Projekt steht. In erster Linie sitze ich natürlich vor der Kamera oder die Orchideen stehen vor der Kamera, je nachdem wie das ist. Ich habe Gartenbauwissenschaften studiert und während meinem Studium habe ich schon zahlreiche Orchideen angebaut. Teilweise hatte ich in Kultur auf einmal über 2000 Orchideen gehabt. Ein Großteil waren In-vitro-Orchideen, das heißt Orchideen in In-vitro-Kultur in so kleinen Flaschen oder Kunststoffbechern, wo eben 20 bis 40 Pflanzen enthalten waren. Und wenn ihr euch ausrechnet, so 20 Flaschen mal 20 bis 40 Pflanzen, dann seid ihr ganz schnell auf einer sehr großen Anzahl an Pflanzen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, hatte ich beim Thema Orchideen wirklich während des Studiums so gut wie alle Orchideengattungen, die ich in die Finger bekommen habe, in Kultur gehabt. Zu den einzelnen Gattungen gibt es natürlich immer wieder unterschiedliche Arten. Die Familie der Orchideen ist ja eine sehr, sehr große und eine sehr beliebte Pflanzenfamilie, denn es wird sehr, sehr viel Züchtungsarbeit reingesteckt und das resultiert dann natürlich insofern, dass man eine Orchideengattung nimmt, wie zum Beispiel Phalaenopsis, und dann von diesen Phalaenopsis mehrere Züchtungen erzeugt und dadurch natürlich Tausende von verschiedenen Züchtungen generiert, und so ist die Familie der Orchideen natürlich sehr, sehr vielfältig, vor allem auch für die Zimmerpflanzenkultur. Und es gibt natürlich auch einheimische Orchideen. Unweit von uns gibt es ein Naturschutzgebiet, wo viele verschiedene natürlich vorkommende Orchideen bei uns in Deutschland wachsen, und die werde ich euch natürlich in dem einen oder anderen Video auch vorstellen. Diese Videos entstehen in Zusammenarbeit mit der Firma Colomi. Colomi stellt ein super tolles Orchideensubstrat her auf mineralischer Basis. Ich werde euch in einem speziellen Video alle Infos und Tipps zu Colomi geben. Der Großteil meiner Orchideen ist in Colomi eingepflanzt, aber es gibt auch einige von euch, die ihre Orchideen in Pinienrinde kultivieren, weil sie mit Colomi noch nichts bisher so groß zu tun hatten oder auch damit nicht zurechtkommen. Aber das ist ja meine Mission, euch zu erklären, wie Colomi funktioniert. Aber für all diejenigen, die einfach nicht oder keinen Gefallen an den bunten Steinchen finden, warum auch immer, weil die echt gut funktionieren, ihr seht, wie es hier blüht, gibt es hier noch das offizielle Orchideen-Umtopf-Set in Zusammenarbeit mit der Orchideengärtnerei Wichmann in Celle. Hier seht ihr die Packung für eine Orchidee, wenn ihr jetzt bloß eine Orchidee umtopfen wollt. Das Ganze gibt es aber auch noch in XXL, wenn ihr zum Beispiel bis zu 10 Orchideen umtopfen wollt. Richtig schön hier gelabelt mit gartenschlau.com, passend zu meinem Haupt-YouTube-Projekt. Aber hier in der Zukunft soll es natürlich rein um das Thema Orchideen gehen. Bedeutet für euch nochmal hier der Aufruf, wenn ihr Fragen zum Thema Orchideen habt. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen die Gelegenheit nutzen, viele Orchideen-Themen auszuarbeiten und online zu bringen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, konkrete Fragen, schreibt sie hier runter in die Kommentare. Abonniert den Kanal, dass ihr es ja nicht verpasst, wenn dann eure Frage beantwortet wird. Und ansonsten würde ich sagen,
Erfreut euch an den wunderschönen Blüten dieser und eurer Orchideen. Und falls eure nicht blühen, dazu wird es natürlich dann auch Tipps geben. Und damit ich auch weiß, welche Orchideen ihr in Kultur habt, schreibt es auch hier runter unter die Kommentare. Bis dahin und tschüss.